liebe Kaustikfreunde, hier bin ich wieder, eure Monika Rummer von der Kaustikakademie. Wie ihr seht, bin ich schon wieder am Putzen, aber das ist ganz normal. Mein Eisen sieht wieder aus, aber ich habe ja auch viel gearbeitet und so darf das aussehen. So, aber die Rillen, die müssen ja immer wieder sauber sein. Was ich euch heute zeigen möchte, ist, wie man mit dem Hinterteil des Maleisens malt. Das haben wir noch nicht gemacht. Ihr könnt euch erinnern, wir haben mit der Malsohle gemalt, wir haben mit der Kante. Letztes Mal hatte ich euch ja die Skyline gezeigt. So, und heute drehen wir das Maleisen einfach um und halten es so. Ja? Jetzt hole ich noch ein Papier her. So, und dann schaut mal, was man damit gestalten kann. Die Bilder werden sehr grafisch. Hier an der Rückseite wird das Wachs aufgeschmolzen. Auch hier ist es möglich, dass ihr gleich wieder die Farben drauf mischt. So, es reicht, wenn ihr so viel von der Malsohle mit dem Wachs bedeckt. Das muss nicht die ganze Seite sein. So, umlegen. Jetzt hat es getropft, das macht nichts. Und jetzt ziehen wir einfach mal das Maleisen mit der Farbe so lang, bis nichts mehr kommt. Ja, das geht doch relativ weit. So, zwischendurch abputzen. Neue Farbe aufschmelzen und wie gesagt immer hinten am Maleisenrand an der hinteren Ecke wieder aufschmelzen. So. Ihr könnt auch ruhig mal so Zitterbewegungen machen. Das gibt eine tolle Struktur ins Bild. Da kann man noch mal drüber gehen, da wird es etwas klarer. So. Ihr merkt schon, wir bekommen jetzt lauter grafische Ecken, nicht die spitzen Effekte, die man normalerweise vom Maleisen kennt. So. Ich merke aber gerade, dass mein Maleisen etwas zu heiß eingestellt ist. Ja, darf ruhig etwas runtergestellt werden. Ich habe das gemerkt, weil das Wachs so geflossen ist. Viel zu flüssig war, dann kann man das schon mal merken. So. Bindet ruhig auch die vorherigen Ecken schon mit ein, also ich gehe da jetzt aufs Vorhergemalte drauf. So. Wenn solche Flecken entstehen, dann macht überhaupt nichts aus, da gehe ich einfach nochmal drüber. So, jetzt schaue ich mal, was habe ich denn hier? Ein bisschen was Helles. Jetzt einfach mitten auf das Blaue drauf gehen, rüberziehen. Rot haben wir noch ein bisschen wenig. Das ziehe ich jetzt mal hier rüber. Na, das hat nicht ganz gereicht. Macht ja nichts. Gehen wir wieder drüber. Ihr könnt auch ruhig mal so einen Saugeffekt setzen. Das sieht auch toll aus. Schaut mal, wie schön. Hier unten dieser Saugeffekt, der entstanden ist. So, und dann ein bisschen hier ran. Ihr habt gesehen, die Spitze vom Maleisen schaut zu mir, das Hinterteil schaut weg vom Körper. So gibt es schöne Ecken und Kanten. Also ganz grafisches Malen. So, da setze ich hier nochmal eine Ecke drauf, auch so als Saugeffekt. So, jetzt ist mir das zu blockig hier. Jetzt könnt ihr mit der Kante hier schön anwärmen und mit der Seitenkante das Wachs wegschieben. Das machen wir nochmal. Dann wird es etwas heller und davor setze ich wieder etwas Dunkleres drauf. So, dann schiebe ich es wieder weg. Und da vorne wieder etwas dunkel drauf. Das seht ihr schon hier, hell, dunkel wechselt sich ab. Das mache ich gleich in dieser Ecke nochmal. Kann man es vielleicht besser sehen, da ist etwas dunkler. Zwischendurch ruhig mal das Papier wechseln, damit es schön sauber aussieht. So, ohne Farbe den Untergrund anwärmen und mit der Kante wegschieben. So bekommen wir wieder helle
einstellen ins Bild. Das war zu wenig. Und dunkel abstreifen, dunkel und weg. So, das war jetzt erstmal die Grundierung vom Eisen, nicht vom Eisen, mit dem Eisen auf dem Malgrund. Und jetzt gestalten wir das Ganze noch schön aus mit dem Zauberpuder. Zauberpuder habt ihr vielleicht schon gehört, habe ich hier in 2 Farbtöne. Ich hole es mal hierher. Einmal Goldpuder, einmal Kupferpuder, gibt natürlich auch noch Silber, Antik, schaut mal. Ein ganz feines Pigment, was noch nicht in Wachs gebunden ist. Das können wir jetzt ganz toll in unser Bild einarbeiten. So, und das zeige ich mal, wie das geht. Zum Beispiel als einen schönen Rand hier lege ich eine weiße Karte direkt hier aufs Bild auf. Mit so einer Nylonsocke hole ich mir ein bisschen von dem Zauberpuder auf den Strumpf. Und jetzt durch Reibung hält das Puder schön im Wachs. Und dann gehe ich genau mal hier so drum herum. Ein bisschen verschieben, eintauchen und gut reiben. Und jetzt seht ihr schon, wo wenig Wachs ist, hält natürlich das Puder nicht. Das braucht schon einen guten Wachsgrund, macht aber nichts. Sieht ganz gut aus. Ich nehme es mal weg. Da kann man vielleicht schon den schönen Rand sehen, der sich hier gebildet hat. So, jetzt habe ich noch eine andere Art und Weise, das zu machen. Es gibt ja im Bastelladen so schöne Wellenscheren mit einer unebenen Schnittkante. Da nehme ich jetzt mal so ein Papier und schneide einfach hier die Kante durch. So, ich zeige es euch mal. Da kann man schön den Umriss sehen. Also schöne wellige Struktur. Und auch die kann man jetzt hier schön ins Bild anlegen. Ich nehme mal das Gegenstück dazu. So eine Art Schablone. Kann man ruhig so ein bisschen unten breiter werden lassen. So, dann holen wir nochmal Puder. Und dazwischen tue ich das Ganze jetzt ausreiben oder einreiben. So. Gibt es eine schöne Struktur ins Bild. Gut reiben, nur durch Reibung hält das Puder auch im Wachs. So, nehmen wir das Ganze mal weg. Dann haben wir schöne Goldlitze im Bild. Und ihr seht schon, das Bild, das wird jetzt richtig interessant, kann man richtig schön aufmotzen. Die schönen Kanten und Ecken werden durch das Goldpuder nochmal unterstützt. So, wer jetzt keine so Schere zu Hause hat, der macht es ganz einfach und reißt sich das selber etwas zurecht. So. Dann kann man hier auch nochmal schön anlegen. Vielleicht hat ja der eine oder andere noch Schablonen zu Hause, auch die könnt ihr super toll hier verwenden, um Effekte ins Bild reinzusetzen. So muss ich immer gut festhalten, damit es nicht verrutscht. Und ich nehme es wieder ab. So. Hier mache ich eine ganze Ecke Goldfarben. Also der Kreativität ist hier keine Grenze gesetzt, mit dem Zauberpuder die Enkaustikbilder noch zu verschönern oder zu veredeln, würde ich eher sagen. So. Das lasse ich jetzt mal so. Und jetzt wird das Ganze noch etwas komplett aufpoliert mit einem frischen Söckchen, Nylonstrümpfchen.
Und mein Bild ist fertig für die Rahmung. Ich lege es mal hier auf, zeige es euch nochmal. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Ausprobieren mit dem Zauberpuder und mit dem Malen von der hinteren Kante vom Maleisen. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal und da lasse ich mir wieder auch was ganz Tolles einfallen. Macht's gut und ciao!